Also ich habe halt damals mit fast 100 Kilo begonnen und ja, letztes Jahr bin ich dann meinen ersten Marathon gelaufen. Ich bin Sandra, ich bin 31 Jahre alt und komme aus Berlin. Und ich mache die Intervallfastenmethode 18:6 und habe damit jetzt in 4 Monaten 10 Kilo abgenommen. Ich bin auf das Intervallfasten durch meinen Mann aufmerksam geworden, weil ich viele verschiedene Dinge vorher ausprobiert habe und ja, dann ehrlich gesagt nicht wusste, was ich machen soll. Und ja, ihm ist es so in den Sinn gekommen und ja, er hat gesagt, komm, wir probieren es mal aus. Ja, und dann haben wir damit begonnen. Also das Intervallfasten hat sich ziemlich schnell in den Alltag integriert, weil ich sowieso schon immer, also oft erst spät gefrühstückt habe und ja, normalerweise wüsste ich, ich muss jetzt eigentlich irgendwo jetzt Frühstück essen in der Zeit und es hätte mich total gestresst. Also es hat mich tatsächlich wirklich früher gestresst, weil ich mich dann schnell fertig machen musste und schminken, Haare, duschen, halt alles. Und dann wusste ich, oh, ich muss jetzt noch Essen machen. Und es hat mich teilweise so doll gestresst. Und das hat man sogar daran gesehen, dass der Puls hochgegangen ist. Also ich kontrolliere das halt auch, weil ich ja keine Schilddrüse mehr habe. Und beim Intervallfasten weiß ich halt, okay, ich habe jetzt noch Zeit, bis ich esse, setze mich hin, trinken Wasser, trinken Kaffee und ich merke halt, dass der Puls niedrig bleibt, so als Beispiel. Und ja, also dieser Übergang ging eigentlich ganz schnell. Also wir haben uns, ich habe mich sehr schnell daran gewöhnt und ja, es war eigentlich ganz einfach und ging ganz schnell. Wir frühstücken meistens nicht gemeinsam, weil das Kind ja vor der Schule essen muss. Oder er macht das noch, dass er vor der Schule ist. Er sagt manchmal, ja, warum hast du denn noch nichts gegessen? Wenn ich dann so um 13 Uhr, 14 Uhr sage, ich esse jetzt Frühstück, dann guckt er ein bisschen. Und dann sage ich, ja, weil ich jetzt Intervallfasten mache. Und dann fragt er manchmal, warum machst du das denn? Aber jetzt eher so neugierig, nicht irgendwie abwerten oder so, sondern eher so interessiert. Also ich erkläre ihm, dass ich damit begonnen habe, weil ich halt übergewichtig war, jetzt vielleicht nicht stark, also nicht so wie damals, als ich einst mal angefangen habe abzunehmen, aber ja, trotzdem jetzt auch zu viel noch drauf hatte. Und dann erkläre ich ihm halt, dass es einfach aus gesundheitlichen Gründen gut ist, wenn man halt abnimmt. Also weil meine Mutter hat halt Diabetes und ich habe damals schon bei einem Bluttest so dazu leicht geneigt und ja, ich will das halt auf keinen Fall bekommen. Einfach Tabletten nehmen, ich habe halt schon keine Schilddrüse mehr und dann will ich nicht noch extra was dazu haben und dann erkläre ich ihm das einfach so und sage dann halt, ich mache das aus gesundheitlichen Gründen eher und das Abnehmen ist ja dann der positive Nebeneffekt und kann auch zur guten Gesundheit beitragen quasi. Durch die Ernährungsumstellung glaube ich, dass es nochmal, keine Ahnung, 50% mehr, also dass ich dann 50% nochmal mehr getan hat beim Fasten. Also ich hatte wirklich, also davor ging zwar das Gewicht schon runter, aber seitdem wir halt vegetarisch-vegan leben, ist die Waage quasi explodiert. Nach unten, oder? Ja, genau nach unten. Ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass man das Intervallfasten auch nicht aus den Augen verliert. Dass man auch mal was nicht so Gesundes isst, halt, so wie wir am Wochenende, wobei ich sagen muss, ich faste auch am Wochenende und gerade beim Intervallfasten finde ich, dass man das gut vereinbaren kann, weil wenn man zum Beispiel einen Tag vielleicht doch mal dann zu viel gegessen hat oder sich zum Beispiel zu schwer fühlt, das finde ich halt immer super beim Intervallfasten. Ich habe halt irgendwie immer morgens das Gefühl, ich fühle mich irgendwie leichter, also der Magen ist tatsächlich nicht so voll. Was mir auch noch aufgefallen ist, wenn ich schlafen gehe, oft, wenn ich so einen Tag wie am Wochenende hatte, wenn man zum Beispiel noch Alkohol getrunken hat, dazu was Schlechtes gegessen hat, konnte ich voll oft nicht nachts schlafen. Ich bin nachts aufgewacht, manchmal auch mit Herzrasen tatsächlich sogar. Und bei dem Intervallfasten ist es gar nicht so. Also ich kann durchschlafen, teilweise sogar so, dass ich dann am nächsten Tag morgens sogar noch laufen gehen kann, weil ich am Tag vorher so viel Wasser auch getrunken habe oder halt auch grünen Tee zusätzlich. Und ja, und dann kann ich halt am nächsten Tag einfach laufen gehen, was früher sonst nicht möglich war. Ich laufe seit fast 5 Jahren. Also ich habe halt damals mit fast 100 Kilo begonnen. War jetzt nicht so die intelligenteste Art und Weise, wie ich damit begonnen habe, aber es war quasi die Motivation und
Genau, dann bin ich gestartet und habe relativ irgendwie schnell Erfolge verspürt, was ich gar nicht gedacht habe. Und natürlich kam dann damals auch der Gewichtsverlust dazu. Das hat natürlich einen mehr motiviert. Und dann fing ich mit dem Halbmarathon-Training an und dann bin ich, glaube ich, vor 3 Jahren meinen ersten Halbmarathon gelaufen. Vor 3 Jahren, ja, irgendwie so. Und ja, letztes Jahr bin ich dann meinen ersten Marathon gelaufen. Und ja, also ich laufe so im Schnitt zwischen 3 bis 5 Mal die Woche. Kommt halt drauf an, ob man gerade einen Plan hat oder nicht. Ich laufe halt gerne nach Plan. Und ja, ansonsten eher so kleine Runden und dann vielleicht öfters. Aber wenn man einen Plan hat, dann schaue ich halt, was der mir so sagt. Und ich habe schon das Gefühl, dass das Intervallfasten mir auch dazu geholfen hat. Also früher hätte ich vielleicht nur 12, 13, 14 Kilometer geschafft und es sind ja über 21 Kilometer und ich habe es auch geschafft. Ich hatte natürlich Wasser dabei, aber ich habe ja das Gefühl, dass es mich leistungsfähiger macht. Ich bin auch motivierter am Tag, also manchmal lässt man ja gerne was sausen, aber jetzt denke ich, ach nee, ich mache das jetzt, weil ich halt auch weiß, dass es dann eine kleine Aktivität sein kann. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass meine Panda-Augenringe besser geworden sind. Ich hatte ganz tiefe Augenringe und ich habe wirklich das Gefühl, dass sie, also ich habe zwar immer noch ein bisschen welche, aber dass sie halt besser geworden sind. Und auf jeden Fall ist mein Hautbild besser geworden. Ich kriege weniger Pickel. Ich habe auch das Gefühl, meine Falten sind ein bisschen besser geworden. Und ja, und ansonsten die Gewichtsabnahme halt, aber auch die Verdauung ist besser geworden, tatsächlich. Oft, wenn ich bestimmte Lebensmittel gegessen hatte, hatte ich oft Bauchschmerzen. Das habe ich jetzt gar nicht mehr. Also das ist richtig heftig, weil damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ja, und ich bin jetzt in der letzten Zeit nicht mehr krank geworden, obwohl ich letztes Jahr zum Beispiel im ganzen Jahr jetzt 10-mal krank war. Man merkt auch, nach einer gewissen Zeit ist es ganz leicht. Manchmal ist es heute so, auch wenn ich laufen war, habe ich oft danach schon natürlich schneller Hunger. Aber manchmal habe ich dann was zu tun oder ich muss irgendwas machen und dann vergesse ich die Zeit und dann denke ich, oh ups, jetzt sind es eigentlich auch schon 19 Stunden. Und ja, Disziplin bringt einfach oft dann mit sich, dass es leichter wird. Auch wenn es am Anfang vermeintlich schwieriger ist, aber man muss halt einfach dann durchhalten. Wenn das Intervallfasten sich so in den Alltag eingebaut hat, dann läuft es halt dann wie Zähneputzen. Ja, irgendwie gehört das dann dazu.